Deutschlands Kampf gegen den Weltbolschewismus hat in ganz Europa begeisterten Widerhall gefunden. In fast allen Ländern des Kontinents strömen Freiwillige zu den Waffen, um sich an Deutschlands Kampf gegen die bolschewistische Weltgefahr zu beteiligen. Meldestellen in Dänemark und Norwegen. Freiwilligenaufmarsch in Holland. Ein besonders starkes Echo fand Deutschlands Kampfansage gegen die Sowjets in Spanien, das den Blutterror des Bolschewismus am eigenen Leibe auf das Furchtbarste zu spüren bekam. Der Moskauer Rundfunk vom 14. Juli bezeichnet die freiwilligen Meldungen in den einzelnen europäischen Ländern als ein völliges Fiasko. Nur in Spanien hätten sich etwa 20 ausgehungerte Abenteurer und Landstreicher gemeldet. Verabschiedung der Blauen Division in Bordeaux. Italien hat in treuer Waffenbrüderschaft motorisierte Verbände für diesen Kampf bereitgestellt. Die Truppen werden in Verona vom Duce verabschiedet. Gleich in den ersten Tagen des Krieges gegen die Sowjetunion kam es auch in Rumänien zu spontanen Volkskundgebungen. In Bukarest zog die Menge vor die deutsche Gesandtschaft, um ihrer Verbundenheit mit dem Reich begeistert Ausdruck zu geben. Rumänische Verbände rücken an die Front. Die Regimenter des jungen slowakischen Volksstaates kämpfen, wie schon im Polenfeldzug, auch jetzt wieder Schulter an Schulter mit unseren Soldaten. In Ungarn bewährt sich aufs Neue die deutsch-ungarische Waffenkameradschaft aus dem Weltkriege. Truppen aus fast allen Teilen Europas stehen geschlossen im Kampf gegen den Bolschewismus. Der Vormarsch an der finnisch-russischen Grenze stellt an unsere Truppen besonders hohe Anforderungen. Knüppeldämme werden gebaut. Jeder packt mit an. Für die schweren Fahrzeuge muss eine neue Vormarschstraße geschaffen werden. Das Ziel der vorrückenden Verbände ist Salla, ein von den Sowjets schwer befestigter Ort. Ein finnischer Oberst bespricht mit Offizieren der deutschen Wehrmacht die Operationen. Frontzeitungen auch im hohen Norden. Bolschewistische Flieger. Alarm! Sie greifen einen Flugplatz an. Der Flugplatz blieb völlig unbeschädigt. Es gab nur einige belanglose Sprengtrichter am Rande. Ein abgeschossenes Sowjetflugzeug. Deutsche Jäger nehmen sofort die Verfolgung der übrigen auf. Einer der Bomber ist gestellt. Er versucht zu entkommen. In dieser Zeitlupenaufnahme wird die Treffsicherheit unserer Jäger besonders deutlich.
erledigt. Ein zweiter Bomber wird aufs Korn genommen. Auch er wird außer Gefecht gesetzt. Die Sowjets haben auf dem Rückzug große Strecken von Wäldern in Ausführung der von Stalin selbst gegebenen Weisung in Brand gesteckt. Sie hofften, den deutsch-finnischen Vormarsch damit aufhalten zu können. Schon aber steht eine Vorausabteilung dicht vor Salah und kämpft sich immer näher an diesen Ort heran, der von den Bolschewisten zäh verteidigt wird. Am 8. Juli nahmen die deutschen Verbände durch Umfassungsbewegungen finnischer Kräfte unterstützt diesen befestigten Platz. Lagebesprechung auf einem Feldflughafen im hohen Norden. Ein finnischer Offizier. Stukas fertig zum Feindflug. Sie sollen die bolschewistischen Stellungen um Salah sturmreif werfen. Vor dem Start muss der Platz von Renntieren freigemacht werden. Hier liegt bis in den Sommer hinein Schnee. Bomben auf feindliche Feldstellungen. Dort unten brennen die Wälder. Jäger klar zum Angriff auf sowjetische Marineeinheiten im Weißen Meer. Mit Bordwaffen gegen ein Vorpostenboot, das im Laufe dieses Gefechtes vernichtet wurde. Ein zweites Schiff wird angegriffen und ebenfalls schwer getroffen. Wie im Norden die Finnen, so kämpfen im Süden der gewaltigen Front die Truppen der rumänischen Wehrmacht Seite an Seite mit unseren Soldaten gegen den bolschewistischen Weltfeind. Rumänische Infanterie auf dem Vormarsch. Die Sowjets versuchten hier vergeblich, die deutsch-rumänische Front zu durchbrechen. Sie wurden im Gegenangriff zurückgeschlagen. Auch hier wurden die von den Bolschewisten zerstörten Brücken schnell durch neue Übergänge ersetzt. Die Bevölkerung hilft unseren Soldaten bei ihrer schweren Arbeit. Übergang über den Prut nach Bessarabien hinein.
Dichter Staub und glühende Hitze über den Landstraßen. Unsere Infanterie vollbringt wieder einzigartige Marschleistungen. In der Ukraine. Die Bevölkerung sieht in den deutschen Soldaten die Befreier vom bolschewistischen Joch und errichtet ihnen Ehrenpforten. Einmarsch in Pomoschani. Auch hier kommt die deutsche Wehrmacht als Befreier von der bolschewistischen Herrschaft, die selbst in der fruchtbaren Ukraine zu bitterster Armut führte. Salz und Brot als Zeichen der Gastfreundschaft. Fluchtwege der Russen. Nicht ein Haus blieb verschont. Alles wurde von den bolschewistischen Horden auf ihrer Flucht niedergebrannt. Fort mit dem Propagandakitsch der Moskauer Zentrale. Vorstoß auf Kiew. Und wieder eine der vielen Rückzugsstraßen der Bolschewisten. Ehe die motorisierten Kolonnen des Feindes den Flussübergang gewinnen konnten, wurden die Brücken von unseren Stukas zerstört. Was übrig blieb, ist ein einziger Trümmerhaufen. Nichts entging den gut gezielten Bomben unserer Flieger. Auch diese Lokomotiven wurden durch Bombenwurf zum Entgleisen gebracht. Am Straßenrand schwerste Waffen, die von den fliehenden Sowjets in Stich gelassen wurden. Panzerspähwagen eilen den Truppen weit voraus. Auf dem Wege nach Kiew ist die Vorausabteilung auf stark befestigte Stellungen der Bolschewiken gestoßen. Artillerie bereitet den Angriff vor. Leichte Infanteriegeschütze. Auch die Panzerjäger greifen ein. Die bolschewistischen Stellungen sind in Brand geschossen. Die Sowjets ergeben sich. Ein bolschewistisches Flintenweib. Das sind die stumpfsinnigen, aber gefügigen Werkzeuge der politischen Sowjetkommissare. Die Männer, die, wie der Moskauer Rundfunk sagte, die Faschisten mit dem Daumen zerdrücken wollten. In breiter Front geht es weiter vorwärts. Ein sowjetischer Panzer wird ausgeräuchert.
Munition brennt aus. Immer tiefer geht es in die Ukraine hinein. Brennende Häuser und zerstörte Waffen kennzeichnen wie überall den Weg des bolschewistischen Rückzuges. Ein letzter Gruß dem gefallenen Kameraden. Die Doppelschlacht von Bialystok und Minsk geht ihrer Entscheidung entgegen. Auf den Nachschubstraßen nördlich und südlich von Bialystok rollen pausenlos motorisierte Verbände gen Osten. Die Marschkolonnen der Infanterie reißen nicht mehr ab. Auf diesen Straßen stießen in den ersten Tagen des Ostfeldzuges unsere Panzerdivisionen in kühnem Ansturm nach Osten vor und bildeten immer neue Zangen um die im Raume von Bialystok und Minsk zusammengezogenen Kerntruppen der Sowjets, die den Zentralstoß nach Mitteleuropa führen sollten. Ehe der Feind diese Bewegungen voll erkannt hatte, war die Umklammerung fast lückenlos vollzogen. Hier wurde die größte Material- und Umfassungsschlacht der Weltgeschichte geschlagen. Das sind sowjetische Straßen. An der Beresina. Wiederum haben die Sowjets alle Brücken zerstört. Aber schon werden von unseren Pionieren neue Übergänge geschaffen. Nach härtesten Strapazen und unerhörten Marschleistungen eine wohlverdiente Ruhepause. Die Infanterie legte täglich Strecken von 40 bis 50 Kilometern, zum Teil kämpfend, zurück. Diese Marschleistungen sind ganz einzigartig und waren mitentscheidend für die siegreiche Durchführung dieser Operationen. Freiwillige vor für die Feldküche. Auch der Friseur bekommt sofort zu tun. Wagenwäsche. Die Pferde haben in den letzten Tagen ebenfalls großartige Leistungen vollbracht. Wenn einer, der nicht reiten kann, aufs Pferd steigt. Konzert im Biwak. Nach wohlverdientem Ruhetag geht es weiter ostwärts. Vor uns das brennende Minsk. Die Stadt ist ein einziger brennender und schwelender Trümmerhaufen.
Verwaltungsgebäude der bolschewistischen Partei wurden von den Sowjets geschont. Das ist die seelenlose Fassade des Sowjetparadieses. Dahinter aber wohnt das soziale Elend des bedrückten Volkes. So sieht das Vaterland der Werktätigen in Wirklichkeit aus. Immer stärker wird der eiserne Ring, der um die eingeschlossenen Bolschewisten gelegt ist. Ein sowjetisches Dorf, dieses Bild zeigt die in allen Städten und Dörfern immer wiederkehrende, unsagbare Verwahrlosung im bolschewistischen Paradies der Bauern und Arbeiter. Einer der kümmerlichen Konsumläden, in denen die Bolschewiken zu meistens unerschwinglichen Preisen ihre Schund- und Einheitswaren verkaufen. Ein Plakat, das für die Rote Armee und für den Kampf gegen Deutschland werben sollte. Unsere Wehrmacht ist die Antwort nicht schuldig geblieben. Über Minsk hinaus vorgeschobene schwere Artillerie nimmt die ersten Stellungen der Stalin-Linie unter Feuer. Die vielgerühmte Stalin-Linie wurde bis zum 12. Juli an allen entscheidenden Stellen durchstoßen. Ein Sowjetpanzer. Immer wieder versuchen die Bolschewisten, die Umklammerung zu durchbrechen und nach Osten zu entweichen. Vergeblich. Nirgends kommen sie mehr durch. Sie stoßen überall auf den eisernen, tief gegliederten Ring, den die deutsche Wehrmacht um sie gelegt hat. Ein zusammengeschossener bolschewistischer Lastkraftwagen. Die Besatzung wird gefangen genommen. Wieder versucht ein Panzer durchzubrechen. Auch sein Schicksal ist schnell besiegelt. Die Zahl der Gefangenen wächst ständig. Ein bolschewistisches Flintenweib in Uniform. In der Doppelschlacht vor Bialystok und Minsk wurden fast 325.000 Gefangene gemacht. Darunter mehrere kommandierende Generäle und Divisionskommandeure. Die Gesamtzahl der gefangenen Bolschewisten überschritt damit bis zum 11. Juli bereits die Zahl von 400.000 Mann. 3.332 Panzer, 1.809 Geschütze und gewaltige Mengen sonstiger Waffen wurden allein in dieser Schlacht erbeutet oder vernichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt stieg der Gesamtverlust der Sowjets an Panzern auf über 7.600. Ein bolschewistischer Kanonenpanzer.
Und hier einer der schwersten bolschewistischen Panzerkampfwagen. Eine rollende Festung, die für unbesiegbar gehalten wurde. Auch sie blieb im wohlgezielten Feuer unserer Panzerjäger hilflos liegen. An Flugzeugen verloren die Bolschewisten bis zum 11. Juli 6.233 Maschinen. Die Times behauptete, kein vernünftiger Mensch könne die Zahlen glauben, die amtliche deutsche Berichte über die Vernichtung sowjetischen Kriegsmaterials angeben. Diese Bilder beweisen die absolute Wahrhaftigkeit der deutschen Wehrmachtsberichte. An der baltischen Front. Einmarsch in Riga. Über diese Straße verließen die Sowjets fluchtartig die Stadt. Auch diese alte deutsche Hansestadt wurde von den sowjetischen Mordbrennern nicht verschont. Jahrhundertealte Kulturdenkmäler gingen in Flammen auf. So sieht der Krieg aus, den die Bolschewisten über Deutschland und ganz Europa bringen wollten. Die faulenzenden Juden werden sofort zu den Aufräumungsarbeiten herangezogen. Runter! Das hatte ich auch noch. In der Umgebung von Riga. In diesem Schuppen fand man die grausam zerstückelten und verstümmelten Leichen lettischer Nationalisten. Sie wurden von den GPU-Agenten in bestialischer Weise gequält und abgeschlachtet. Mit diesen grauenvollen Mordtaten hat der Bolschewismus der Welt wieder einmal sein wahres Gesicht gezeigt. Zorn und Empörung der Bevölkerung gegen die feigen, meist jüdischen Mordbuben kennen keine Grenzen. Hier werden die Schuldigen an dem namenlosen Unglück ungezählter Menschen von den erbitterten Angehörigen gestellt und dem verdienten Strafgericht ausgeliefert. Die Synagoge von Riga, die von den GPU-Kommissaren bei ihrem Zerstörungswerk wie überall anderswo verschont worden war, ging wenige Stunden später in Flammen auf. Deutsche Kampfgeschwader im Angriff auf sowjetische Truppenansammlungen und Verkehrsknotenpunkte im Raume des Peipussees. Sowjetische Jagdflugzeuge. Ihr Angriff wird von den Bordschützen abgewiesen. Der Pilot unserer Maschine ist verwundet. Trotzdem bleibt er am Steuer. Deutsche Jäger kommen heran. Sie stürzen sich sofort auf die Sowjetflugzeuge.
behauptete die Moskauer Zeitung Izvestia, dass die deutschen Flugzeuge in diesem Kriege von sich aus noch nicht ein einziges Mal einen Luftkampf begonnen hätten, weil ihnen das verboten worden wäre. Der sowjetamtliche Heeresbericht versicherte am 14. Juli erneut, dass die deutsche Luftwaffe Luftkämpfe vermeide. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Feindmaschine auf Feindmaschine wird vernichtend getroffen. In kürzester Zeit ist der bolschewistische Verband aufgerieben. Unsere Flieger beherrschen den Luftraum. Und hier Angriff mit Bordwaffen auf bolschewistische Truppentransporte. So hatte unsere Luftwaffe durch Zerstörung des feindlichen Eisenbahnnetzes dem Gegner schon jetzt jede weitere Möglichkeit einer Gegenoperation größeren Stils genommen. Ehe das wichtige Kriegsmaterial, das von diesen Zügen transportiert wurde, die Front erreichte, war es schon vernichtet. Von Lettland aus stoßen unsere Truppen weiter nach Estland vor. Das nächste Ziel ist der Peipussee und damit die rechte Flanke der Stalinlinie. Sowjetische Stellungen werden mit Feuer belegt. Feuer! Das Artilleriefeuer hat den feindlichen Widerstand beseitigt. Panzer, Gradschützen und Sturmbatterien können den Vormarsch fortsetzen. Ein Sowjetpanzer wird erledigt. Bei ihrem Vormarsch stoßen unsere Truppen immer wieder auf die Spuren der geschlagenen Sowjetarmeen. Sie sollten sich in der Stalinlinie zu neuem Widerstand sammeln. In planmäßiger Zusammenarbeit kämpfen Panzerjäger und Sturmgeschütze feindliche Stellungen im Raume des Peipussees nieder und bereiten der Infanterie weiter den Weg. Auch leichte Feldhaubitzen werden eingesetzt. Stürmend werden die einzelnen Ortschaften genommen. Immer wieder kommt es zu erbitterten Straßenkämpfen. Die Bolschewisten weichen auch hier nur Schritt um Schritt zurück. Dem Angriffsschwung unserer Soldaten aber ist kein Widerstand gewachsen.
Ostwärts des Peipussees sind motorisierte Verbände bereits im Vorgehen auf Leningrad. Selbst englische und amerikanische Nachrichtenagenturen nennen den Durchbruch durch die Stalin-Linie die verheerendste Durchbruchsaktion der modernen Kriegsgeschichte. Nach Osten, die